Hallo zusammen, es beginnt bald wieder die schöne Weihnachtszeit, deswegen wollte ich mit euch ein paar so schöne Schneeflocken häkeln oder vielleicht auch Sterne, ich weiß nicht, wie man die am besten nennen kann, ich denke mal die Schneeflocken. So, und dazu ist beliebige Wolle geeignet, Baumwollgarne, man kann natürlich auch sehr gut Wollreste verwenden und einfach auch passenden Haken dazu nehmen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also das ist die Häkelschrift für diesen Stern. Und dann beginnen wir das Häkeln. Also ich beginne mit einem Fadenring, dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte hier unten fest und häkle eine Luftmasche. Und diese Luftmasche verwende ich dann als Fadenring. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche und häkle in den Fadenring 12 feste Maschen. Also hier steche ich ein, wir können das Ganze ein bisschen auseinanderziehen. So, in den Fadenring steche ich ein und häkle die erste feste Masche. Also Faden holen, 2 Schlingen auf dem Haken, beide Schlingen durch, das ist eine feste Masche. Dann nochmal die Mitte einstechen, Faden holen, eine feste Masche häkeln. Und auf diese Art häkeln wir dann 12 weitere feste Maschen. So, ich habe jetzt 12 feste Maschen gehäkelt und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier in die erste feste Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, die erste oder die zweite Runde beginne ich dann mit 3 Luftmaschen. So, dann häkle ich ein Stäbchen in die erste Masche. Da wo wir die Kettmasche gehäkelt haben, da steche ich nochmal ein und häkle ein Stäbchen. Also die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Überspringe unten eine feste Masche und häkle in die zweite feste Masche ein Stäbchen. Also eine Masche überspringen, hier einstechen, ein Stäbchen häkeln. Also Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich ein zweites Stäbchen in dieselbe Stelle. Da steche ich nochmal ein und häkle das zweite Stäbchen. Und das wiederholen wir stets 5 Luftmaschen. Eine Masche überspringe ich unten, in die zweite Masche häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter, jeweils 5 Luftmaschen. Eine Masche überspringen, 2 Stäbchen häkeln. So, und am Ende der Reihe habe ich jetzt 5 Luftmaschen gehäkelt und jetzt schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Und zwar hier steche ich ein, also hier oben haben wir diese Spitze, hier gehe ich rein und schließe mit einer Kettmasche die linke durch die rechte
durchstichen. So, die zweite Runde beginne ich mit 12 Luftmaschen. Und in die 5. Luftmasche von unten, das ist die 5. Luftmasche, da stiche ich ein und häkle eine Kettmasche. Also einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Jetzt häkle ich 10 Luftmaschen. Und jetzt haben wir hier 1, 2, in die 3. Luftmasche von unten stiche ich ein und häkle eine Kettmasche. Also Faden holen, 2 Schlingen, die linke durch die rechte durchziehen. Jetzt häkle ich 9 Luftmaschen. Und wieder in die 3. Masche, da wo wir schon waren, da stiche ich ein, hole den Faden und schließe mit einer Kettmasche, also die linke durch die rechte durch. Dann häkle ich 7 Luftmaschen. Und wieder hier einstechen in die Mitte, wo wir schon mal waren, in dieselbe Luftmasche und schließe wieder mit einer Kettmasche. Faden holen, die linke durch die rechte durch. Und so schaut es aus. So, jetzt bewege ich mich mit den Kettmaschen nach links. Wir haben hier 2 Luftmaschen. Also hier steche ich ein, Faden holen, die linke durch die rechte durch. Und nochmal in die nächste Luftmasche einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durch. Also an diesen 2 Luftmaschen habe ich mich jetzt nach links bewegt. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. Und jetzt steche ich hier ein, wo wir schon mal davor waren, dieses Blatt praktisch, da steche ich nochmal ein und schließe das Ganze nochmal mit einer Kettmasche. So. Faden holen und die linke Schlinge durch die rechte durchziehen. Jetzt zeige ich euch, was daraus geworden ist. Das ist dieses kleine Element. Also so ein Teil haben wir jetzt gewickelt. So, jetzt bewegen wir uns mit den Kettmaschen nach links an diesen Luftmaschen. Da steche ich ein, hier, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. Die erste Masche, die zweite und die 3. Kettmasche. Jetzt häkle ich hier, wo das Stäbchen ist, da steche ich ein und häkle da eine feste Masche. So schaut das Ganze aus. So. Jetzt häkle ich 2 feste Maschen in den Bogen. Die erste feste Masche, die zweite feste Masche. Dann häkle ich die 3. feste Masche. 7 Luftmaschen.
Und weitere feste Maschen in den Bogen, das sind wieder 3. Also die erste feste Masche, die zweite feste Masche und nochmal die dritte feste Masche. So, und das Ganze wiederholen wir. Jetzt häkeln wir wieder dieses Element. So, wir haben hier 2 Stäbchen. In das erste Stäbchen häkle ich eine feste Masche. Jetzt häkle ich 11 Luftmaschen. In die vierte Luftmasche von unten, das ist die vierte Luftmasche, häkle ich eine Kettmasche. Einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durch. Dann 10 Luftmaschen. In die dritte Luftmasche von unten steche ich ein und häkle eine Kettmasche. 9 Luftmaschen. Hier wiederum in dieselbe Masche einstechen, mittig eine Kettmasche häkeln. 7 Luftmaschen. Und wieder in dieselbe Stelle einstechen, eine Kettmasche häkeln. Jetzt bewege ich mich mit 2 Kettmaschen nach unten. Also wir haben hier 2 Luftmaschen. Die erste Luftmasche eine Kettmasche und in die zweite auch eine Kettmasche. 7 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir hier wieder eine Kettmasche. Also ich stiche entweder hier zwischen rein oder man kann noch eine zusätzliche Schlinge, also zum Beispiel man kann hier einstechen und nochmal hier dazu gehen, damit da kein großes Loch entsteht. Und so eine Kettmasche häkeln. So. Jetzt bewege ich mich mit den Kettmaschen nach unten. Also hier, da haben wir die Luftmaschen, da steche ich ein. Die erste Kettmasche, die zweite Kettmasche und die dritte Kettmasche. Jetzt häkle ich hier in das zweite Stäbchen eine feste Masche. So, jetzt ist das nächste Element auch jetzt fertig. So schaut es aus. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt praktisch. Ich häkle jetzt 3 feste Maschen in den Bogen. Sieben Luftmaschen. Und 3 feste Maschen in den Bogen. Und dann häkeln wir wieder diese großen Elemente. Und so im Wechsel häkeln wir dann weiter.
Also ich habe jetzt die runde zu Ende gehäkelt. Hier habe ich die festen Maschen gehäkelt. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Also hier haben wir begonnen. Also irgendwo da stiche ich ein, wo man einstechen kann, und schließe das Ganze mit einer Kettmasche. Hier auf der Seite Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So, und dann muss ich den Stern nochmal schön ausrichten und bügeln, vielleicht auch stärken. Und dann schauen wir, wie der Stern ausschaut. So, jetzt habe ich meinen Stern gebückelt. So schaut der aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir ganz viele Kommentare, würde mich sehr freuen, und bis zum nächsten Mal.